Ich habe Tickstörungen, haben mich auf Handschellen genommen direkt. Die haben die Handschellen angelegt, als deine Ticks ausgebrochen sind und du diese Tests gemacht hast. Richtig. Wo ich denen gesagt habe, holt meinen Patientenschein vom Auto, haben die nicht getan. Und dann noch einmal einen Rechnungsbetrag von 3.250 € soll ich zahlen. Und ich darf 11 Monate meinen Führerschein nicht beantragen. Die Kontrolle verlief ganz normal. Und dann waren sie für 10 Minuten im Auto, haben mit ihrem Chef besprochen, wie sie jetzt weiter vorgehen. Ja, und dann haben sie mich letzten Endes eigentlich wieder zum Auto gefahren. Cannabis-Missbrauch, Führerschein weg. Bei einer bestimmungsgemäßen Einnahme des Medizinalcannabis gelten die Grenzwerte nicht. Jetzt wäre es aber für unsere Zuschauer immens wichtig, ja auch vorgezeigt zu bekommen, wie so eine Kontrolle ablaufen sollte im Idealfall. Wie verhält man sich da am besten? Grüß Gott, die Polizei. Wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Nein. Und dann schauen wir mal, wie der Test unter Einfluss dann läuft. Das geht mir auch gleich viel besser. Außer, dass ich jetzt so ein leichtes High-Gefühl habe, hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Also auch dieser Test ist wieder grün, wir sind durchgehend grün. Also bis jetzt top. Jeder rechts vor links eingesehen. Und nach so 4 Stunden war es ja dann wieder zumindest unter den 3,5 Nanogramm. Also insgesamt entspricht alles grob der Norm. Es sah für mich halt auch aus nach einer typischen therapeutischen Konsumeinheit. Es ist nicht möglich. Achtung! Die Inhalte dieses Videos dienen der Aufklärung und sollen Konsumenten und Patienten zur Orientierungshilfe dienen. Die im Video gezeigten Tests wurden unter strenger ärztlicher Aufsicht und in Zusammenarbeit mit Verkehrsexperten durchgeführt. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass diese Tests nicht zur Nachahmung gedacht sind. Bitte denk stets daran, wenn du Cannabis konsumierst, hinterfrage deine Fahrtauglichkeit kritisch und stelle sicher, dass du nur im nüchternen Zustand am Straßenverkehr teilnimmst. Diese Folge wird unterstützt durch die Reichweite des Deutschen Handverbands. Willkommen in unserer ersten Folge der 16-teiligen bundesweiten Aufklärungskampagne über Cannabis. Wir sprechen nicht nur über die Legalisierung von Cannabis, sondern über die gesellschaftlich relevanten Themen, die damit in Verbindung stehen. Wir schauen uns die Abstandsregeln zu Schulen und Kindergärten an, inwieweit passiver Rauch oder passives Verdampfen unsere Mitbürger gefährden könnte. Und ob Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben und schwere Medikamente nutzen, die durch natürliche Präparate wie Cannabisextrakte ersetzen können. Unser Fokus liegt darauf, herauszufinden, bei welchen Berufsgruppen medizinisches Cannabis zum Einsatz gebracht werden kann und bei welchen nicht. Und vor allem erklären wir euch, wie man Patient wird, welche Diagnosen therapierbar sind und welche Unterschiede es bei den Darreichungsformen von Medizinalcannabis so gibt. Wir werfen einen Blick darauf, ob Cannabis im Profisport ähnlich wie in den USA als Regenerationsmedikament zum Einsatz gebracht werden kann. Und darüber hinaus natürlich sprechen wir auch mit Prominenten über ihre Erfahrungen mit Cannabis und wie es ihr Leben beeinflusst hat. In dieser Folge sprechen wir über einer der wichtigsten Themen, nämlich die Verkehrssicherheit, den Führerschein und die aktuell geltenden THC-Grenzwerte. Wir sind unterwegs zu Lukas und seiner Mutter Andrea. Lukas ist selbst Cannabis-Patient und wird uns nun von seinen Erfahrungen als Patient und seiner letzten Polizeikontrolle erzählen. Also bei mir ist es das ADHS, das im 6. Lebensjahr diagnostiziert wurde. Und seitdem habe ich natürlich alle möglichen Medikamente ausprobiert. Ich habe halt mit vielen Nebenwirkungen zu kämpfen gehabt. Und dann habe ich eben über den Schwarzmarkt des Cannabis kennengelernt und habe eben festgestellt, dass das mir eigentlich ganz gut tut. Und habe mich dann dran gesetzt, dass ich das eben medizinisch verschrieben bekomme. Ich denke mir immer so, seitdem ich Cannabis-Patient bin, kann ich halt wirklich mal so zur Ruhe kommen. Wie hast du das so wahrgenommen? Wie hast du reagiert, als dein Sohn mit dem Thema das erste Mal so auf dich medizinisch zukam? Natürlich hatte ich am Anfang Bedenken, ist ja ganz klar. Da ich aber seinen, in Anführungsstrichen, sehr langen Leidensweg von klein auf mit begleitet habe, habe ich da schon eine Chance für ihn gesehen. Früher war es einfach oft so, dass man mit ihm geredet hat, dass er zwar gesagt hat, ja, er hat es verstanden oder es bei ihm angekommen ist, aber letztlich es unterm Strich einfach nicht so war. Das ist jetzt ganz anders. Dann gehen doch wir beide, Lukas, kurz du und ich, eine Runde spazieren und du erklärst mir mal, wie denn das Thema mit dem Führerschein sich eigentlich so entwickelt hat. Ja, Lukas, wie war es denn jetzt am Ende des Tages als Patient so in der Kontrolle zu kommen? Wie sind die Beamten damit die eigentlich umgegangen so? Die Kontrolle verlief ganz normal, bis eben die Frage kam, ob ich mal was mit BTM zu tun gehabt habe. Darauf habe ich natürlich mit Ja geantwortet, weil ich gesagt habe, ich bin Patient. Dann waren sie für 10 Minuten im Auto, haben mit ihrem Chef besprochen, wie sie jetzt weiter vorgehen. Und dann Sie wussten gar nicht, dass du, oder wie sie damit dir umgehen sollen in der Kontrolle zu Beginn? Nee, die waren ziemlich überfordert. Nicht überfordert, sie wussten einfach nicht, wie sie jetzt handeln können. Und dann haben sie mich mit auf die Wache genommen, weil sie mir Blut abnehmen wollten, um zu checken, ob ich
das richtige Zeug richtig konsumiert habe. Ja, dann haben sie mich letzten Endes eigentlich wieder zum Auto gefahren und wieder abgesetzt und mich nach Hause fahren lassen. Okay, das heißt, du hattest tatsächlich eine Kontrolle, aber ohne direkte Folgen. Das heißt, kein Führerscheinwegnahme, keine Untersagung Genau. der Weiterfahrt? Obwohl ich noch einen Urintest gemacht habe und der eben positiv auf THC war. Das Innenministerium Baden-Württembergs meint Folgendes dazu. Für den Umgang mit Personen, die Cannabis zu medizinischen Zwecken konsumieren, gibt es keine besonderen Richtlinien. In der Regel ist von diesen ein kooperatives Verhalten zu erwarten, wie beispielsweise die Nennung des verschreibenden Arztes bzw. der aushändigenden Apotheke oder das Mitführen des Rezeptes. Sollten keine Zweifel an der Patienteneigenschaft oder dem bestimmungsgemäßen Gebrauch bestehen, erfolgen seitens der Einsatzkräfte in der Regel keine weiteren Maßnahmen. Ja, hat sich die Polizei dann nochmal bei dir gemeldet oder wer kam dann im Nachgang noch auf dich zu? Also die Polizei gar nicht mehr. Es hat sich dann ein Jahr später das Verkehrsamt gemeldet und hat dann ein fachärztliches Gutachten angefordert, um eben eine Fahreignung zu überprüfen. Oh, und was kostet so ein fachärztliches Gutachten aktuell? 1200, 300 Euro. Wow. Wie ging es dann weiter? Musstest du deinen Führerschein dann abgeben, oder? Ja, genau. Ich muss es dann abgeben. 6, 7 Monate. Wirkt sich natürlich dann auch auf Job und alles aus, oder? Ja, auf die Stimmung. Ich mag Autofahren sehr. Durch die Gesetzesänderung konnten wir das Amt dazu bringen, mir den Führerschein aufgrund meiner sauberen Akte, ich habe mir nie was zu Schulden kommen lassen, einfach so wieder auszuhändigen. Natürlich haben wir als kleines Dankeschön für jeden unserer Gäste ein Goodiebag von unseren Sponsoren und Partnern. So, wir haben jetzt einen weiteren Patienten hier, der ebenfalls medizinisches Cannabis nutzt. Und bei dir, Hüseyin, du bist ja Patient. Du hast jetzt vor kurzem eine Polizeikontrolle erleben dürfen, die tatsächlich sogar ein bisschen außerhalb der Norm ist, würde ich jetzt schon fast sagen. Genau. Warum nutzt du denn eigentlich Cannabis? Ich habe Tickstörungen, wie zum Beispiel Augenblinzen, so mit dem Hals, Körper. Aber das passiert so noch schlimmer meistens, wenn man nervös ist. Seit 4 Jahren bin ich Cannabis-Patient und seit 4 Jahren geht es mir viel besser, kann ich mich auch im Alltag viel besser verhalten. Wie kam es eigentlich, dass die Polizei auf dich aufmerksam wurde? Es war relativ spät, wir haben abends noch mit den Jungs Fußball gespielt und dann war eigentlich nur noch ich auf der Straße, die Polizei, die sind an mir vorbeigefahren, sind nicht gleich gewendet und sind mir gleich hinterhergefahren. Nach 30, 40 Sekunden haben die Blaulicht rechts anhalten. Die wollten dann wie immer, also Fahrzeugschein, Führerschein. Er ging ins Auto und kam dann irgendwann wieder zurück und hat gesagt, ob ich schon mal mit Cannabis was zu tun habe. Habe ich gemeint, nein, ich bin Patient. Okay, dann würde ich gerne ein paar Tests machen. Er wollte sofort Tests, keinerlei Ausweise oder sowas sehen? Nein, für mich ist kein Problem. Ich folge der Polizei, wenn er mir sagt, mach das, dann tue ich das. Weil es ist ja nicht mein erstes Mal, seitdem 4 Jahre Patient bin, dass ich angehalten worden bin. Und wurde schon bestimmt 10-mal angehalten, plus minus. Genau, ich musste vom Auto aussteigen, bestimmte Tests machen, wie zum Beispiel Tip-Top laufen oder auch unter anderem andere Dinge, die ich auch ganz gut durchgeführt habe. Aber durch meine Tickstörungen, durch meine Zuckungen, Erscheinungsbild, hat die Polizei, denke ich, irgendwann so ein anderes Erscheinungsbild von mir genommen, dachten, ich bin irgendwie drauf oder so auf irgendwas und haben mich auf Handschellen genommen direkt. Die haben die Handschellen angelegt, als deine Ticks ausgebrochen sind und du diese Tests gemacht hast? Richtig. Warst du denn aggressiv oder gab es ein Verhalten von deiner Seite, dass diese Handschellen hätten rechtfertigen müssen? Definitiv nein. Ich bin kein aggressiver Mensch oder sonstiges. Ich bin immer ein ruhiger Mensch. Und er hat die Handschellen auch so fest angelegt, dass ich gebeten habe, ob er sie ein bisschen locker machen kann, hat er auch nicht gemacht. Okay, und dann, wie ging es dann weiter? Was waren dann die nächsten Schritte? Und dann durfte ich immer noch mit den Handschellen im Revier sitzen, bis der Arzt kommt. Die wollten mit mir Dinge durchführen, Bluttest. Obwohl ich denen gesagt habe, ich bin Cannabis-Patient, holt meinen Patientenschein vom Auto, haben die nicht getan, haben auch kein Urin genommen, dass sie sehen, dass da nur THC drin sind. Es kam dann raus, dass ich alle Tests beim Arzt im Revier sehr gut bestanden habe, außer dass ich etwas langsam gesprochen habe. Ich habe Tickstörungen und ich sitze mit Handschellen im Revier, wissen Sie, was so ein Gefildes ist. Mein Führerschein, mein Autoschlüssel haben die behalten. Liegt immer noch bei der Polizei? Liegt immer noch bei der Polizei. Also da mein Führerschein mir wichtig ist natürlich, bin ich zum Anwalt gegangen, weil die Sache ja nicht richtig ist, was gerade mit mir passiert. Klar. Ich stand zum Anwalt, habe die Sache geschildert und dann haben wir ein Schreiben von der Polizei bekommen. Ein Strafbefehl. Dass die sagen, dass ich in Trunkenheit war und nicht fahrtüchtig war in dem Moment, obwohl die ärztliche Diagnose das nicht zeigt. Ja, und dann noch einmal einen Rechnungsbetrag von 3.250 € soll ich zahlen. Und ich darf 11 Monate meinen Führerschein nicht beantragen. Erstmal. Außer THC war nichts in meinem Blut oder sonstiges. Auf meinem Rezept steht, ich darf 3 Gramm verdampfen. So viel verdampfe ich nicht am Tag. Und es war ein Wert auf dem Schreiben von 11,6 Nanogramm. Was
hoch ist, aber bei jemandem, der es täglich nimmt und auch vor dieser Dosierung, die du hast, ja eigentlich noch ein recht normaler Wert ist. Das Ding ist, bei uns Patienten gibt es ja keinen Grenzwert. Ja, meine lieben Freunde, also wir haben hier einen Patienten, der wurde von der Polizei extrem, ich würde sagen, diskriminiert, ja, hat heute sogar seinen Führerschein nicht mehr. Und dann haben wir auf der anderen Seite Polizeibeamte und einen Patienten aus Bayern zum Beispiel, wo das Ganze freundlich abgelaufen ist, wo der Führerschein tatsächlich im Nachgang wieder ausgehändigt wurde. Hier muss auf jeden Fall noch einiges passieren. So darf das nicht bleiben. Wir haben sehr, sehr viele Patienten mittlerweile in Deutschland. Wir gehen ins nächste Gespräch und schauen uns an, was der Rechtsanwalt vor allem auch zur rechtlichen Rechtsprechung sagt. Weiter geht es nach Rosenheim, zu Rechtsanwalt Dr. Marc Herzog. Dr. Herzog ist spezialisiert auf Medizinalcannabis und Cannabispatienten. Er verrät uns unter anderem, wie man sich am besten bei einer Polizeikontrolle verhält. Ja, es hat sich jetzt bei Medizinalcannabis-Patienten in puncto Führerschein gar nicht so viel geändert, aber in puncto Freizeitkonsum von Cannabis haben wir natürlich gravierende Änderungen. Wir haben im Grunde eine Gleichschaltung mit Alkohol. Früher war es ja so, wenn du außer beim einmaligen Probierkonsum mindestens gelegentlichen Konsum hattest und mit dem Auto dann erwischt worden bist und über dem doch sehr niedrigen Grenzwert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter warst, hast du ein Problem gehabt. Letztlich bis zur MPU, wenn du dann keine Abstinenznachweise vorlegen konntest, warst du nicht geeignet zum Führen von Kraftfahrzeugen, Führerschein weg. Das ist jetzt anders. Wir haben jetzt diese Trennung nicht mehr gelegentlichen, regelmäßigen Konsum, sondern der Maßstab ist Cannabismissbrauch. Cannabismissbrauch wird in der Rechtsprechung eben definiert, wenn es ein übermäßiger, mehr als nur regelmäßiger, zu häufiger, sozusagen missbräuchlicher Konsum von Cannabis ist. Wo würdest du sagen, hat auch da eine Veränderung jetzt speziell bei den Patienten stattgefunden? Also bei den Medizinalcannabis-Patienten ist jetzt grundsätzlich in puncto Fahrerlaubnis, Führerschein nicht sehr viel passiert. Es gibt ja jetzt diese erleichterten Verordnungsvoraussetzungen für die Ärzte, was Medizinalcannabis angeht und auch die E-Rezepte. Viel hat sich aber beim Cannabiskonsum, Freizeitkonsum sozusagen getan. Diese erhöhten Grenzwerte gelten ja für die Cannabiskonsumenten. Der Grenzwert als solches gilt nicht für Medizinalcannabispatienten. Immer unter der Voraussetzung, dass der Cannabispatient das Arzneimittel genauso nimmt, wie es der Arzt ihm verordnet. Auch wenn dein Wert deutlich über den 3,5 ist. Bei einer bestimmungsgemäßen Einnahme des Medizinalcannabis gelten die Grenzwerte nicht. Um größtmögliche Sicherheit als Medizinalcannabispatient zu erlangen, sollte man sich einen professionellen Medizinalcannabisarzt suchen. Vielleicht auch mal bei einem entsprechenden Verkehrsmediziner oder Betriebsarzt checken lassen. Konzentrationsleistungstests machen unter dem Einfluss der Medikation, die Aufklärung gut dokumentieren, vielleicht auch noch bei einem Verkehrspsychologen, der in dem Thema bewandert ist, vorsprechen und da checken lassen. Dann ist man weitgehend auf der sicheren Seite als Cannabispatient. Es gibt ja keine Pflicht, diese Unterlagen mitzuführen, aber wenn es dann in der Kontrolle sozusagen zum Schwur kommt und man dann eben aus welchen Gründen auch immer die Diskussion hat und es offenbart, dass man Cannabispatient ist, ist natürlich von Vorteil, wenn ich das belegen kann, zum Beispiel durch den Cannabispatientenausweis. Jetzt wäre es aber für unsere Zuschauer immens wichtig, ja auch vorgezeigt zu bekommen, wie so eine Kontrolle ablaufen sollte im Idealfall. Wie verhält man sich da am besten? Gehen wir doch gemeinsam kurz ans Auto. Ja? Gehen wir mal, ja. Grüß Gott, die Polizei. Wissen Sie, warum wir Sie angehalten haben? Nein. Warum haben Sie mich denn angehalten? Wir machen eine allgemeine Verkehrskontrolle. Führerschein und Fahrzeugschein bitte. Ja, habe ich schon. Ah ja. Sind Sie mit Cannabis unterwegs? Das Auto ist so beklebt. Wir drehen tatsächlich eine Reportage über die Aufklärung von Medizinalcannabis. Da nehmen Sie selber auch Cannabis? Sind Sie selbst Konsument, oder? Nein, ich bin kein Konsument. Sie haben aber ganz rote Augen. Würden Sie bitte mal aussteigen, sich abschnallen? Wir wollen mal Ihre Fahrtüchtigkeit untersuchen. Und wie reagiere ich in so einem Moment jetzt, wenn so eine Frage aufkommt? So, jetzt sind wir schon am Knackpunkt. Du hast super reagiert, freundlich und sachlich, hast dich nicht verunsichern lassen, weil du hast ja zunächst mal auch nichts zu befürchten als Cannabispatient. Und die Beamten machen ja erstmal nur ihren Job und dann einfach sachlich bleiben. Es ist ja jetzt nach Drogen gefragt worden, ob du Cannabis konsumierst. Ja. Und
ich meine, du musst ja jetzt mal noch nicht offenbaren, dass du Cannabis-Patient bist. Oft ist es ja dann vielleicht auch mit einer allgemeinen Verkehrskontrolle, wenn er gesehen hat, dass du einen Führerschein hast und alles okay ist, erledigt und dann lässt dich weiterfahren. Wenn dann es in die Richtung Betäubungsmittel geht und dann gesagt wird, so, dann sind sie ja sicher, wenn sie nichts konsumiert haben, mit einem freiwilligen Drogenscreening einverstanden. Bist du einverstanden übrigens? Nein, ich bin überhaupt nicht einverstanden. Warum denn nicht? Du hast doch nichts zu befürchten. Ja, aber gibt es denn einen Grund dafür, dass das jetzt... Ja, aber wenn du keine Drogen konsumiert hast, hast du ja nichts zu befürchten. Kannst ja ein freiwilliges Screening mitmachen. Ich habe leider keine Zeit und... Okay, aber dann müssen wir Sie jetzt zur Blutentnahme mitnehmen und dann muss das ein Arzt klären. Wir haben den Verdacht, Sie haben ganz rote Augen. Wir haben den Verdacht, dass Sie unter Drogeneinfluss stehen. Tatsächlich nehme ich Medikamente, die so in dem Fall anschlagen könnten. Die Medikamente nehmen Sie auch noch und Drogen. Ja, dann wird es schwierig jetzt, ne? Wenn du so eine Antwort bringst. Also was wäre dann tatsächlich wünschenswert? Also ich glaube, jetzt geht es in diese Richtung Betäubungsmittel. Passen Sie auf, ich bin Cannabis-Patient. Ich nehme seit geraumer Zeit Medizinalcannabis auf Rezept, entsprechend der ärztlichen Verordnung. Ich kann Ihnen meinen Patientenausweis zeigen. Ich weiß, wie Cannabis wirkt, bin aufgeklärt und bin fahrtüchtig. Ich überprüfe meine Fahrtüchtigkeit immer eigenständig und ich gehe davon aus, dass kein Anlass ist für eine weitere Nachfrage und Kontrolle. Und wenn jetzt eine Blutentnahme angeordnet würde, gehe ich davon aus, wobei das dann mein Anwalt überprüfen wird, dass sie rechtswidrig ist und vielleicht sogar eine gefährliche Körperverletzung sein kann. Ich würde es dann offenbaren, wenn es in die Richtung, in dieses Fahrwasser geht, jetzt Blutentnahme, Aussteigen etc. pp. Und da sozusagen das Böse droht, würde aber da um Gottes Willen keinen Widerstand leisten, würde dann auch mitgehen, würde es aber auch aktenkundig machen, dass du nicht freiwillig mit dieser Kontrolle einverstanden bist oder mitmachst. Die goldene Regel ist natürlich, Reden ist nicht mal Silber, Schweigen ist Gold. Deswegen eher zurückhalten. Tja, ich hoffe, ihr konntet jetzt ein bisschen was erkennen und herausfinden, auch für euch, wie man sich in der Kontrolle verhält und vor allem, wie es ja mit der neuen Gesetzesänderung bezüglich Konsumenten und Patienten ausschaut. So, wir haben jetzt 8 Uhr in der Früh, also 24 Stunden, nachdem ich mein Medikament das letzte Mal genommen habe. Und jetzt wollen wir nämlich herausfinden, wie viel THC noch in meinem Blut steckt. Und wir werden auch noch 2 weitere Tests machen. Nach der direkten Einnahme die Blutwerte analysieren und einmal noch nach ärztlicher Anweisung 3 bis 4 Stunden später. Auf geht's zum Verkehrsmediziner. Ich bin jetzt beim Verkehrs- und Arbeitsmediziner Sven Adam und wir werden jetzt die erste Blutentnahme machen, um herauszufinden, wie viel THC tatsächlich noch in meinem Blut steckt nach 24 Stunden Wartezeit. Ja, Herr Adam, Sie sind ja Verkehrs- und Arbeitsmediziner und testen ja unterschiedliche Personen auf bestimmte Verfahren. Und was ist das genau, was Sie da dann überprüfen? Bei dem verkehrsmedizinischen Aspekt geht es im Wesentlichen um Überprüfung von Sehvermögen und Gesichtsfeld. Und in diesem Test werden wir jetzt herausfinden, inwieweit meine Reaktionsfähigkeit gegeben ist. Sehr gut, dann starten wir jetzt, würde ich sagen. Sie erklären mir einmal bitte, wie das Ganze abläuft. Ja, dann let's go, würde ich sagen. Bitteschön. Hoi, ist nicht so einfach, muss man sagen, ne? Also da auch jetzt sich da auf alles zeitgleich in diese 1 Sekunde, die man da hat, zu konzentrieren. Ja, was sagt denn jetzt eigentlich konkret mein Testergebnis aus? Sie sehen hier vorne das Ampelsystem, ne? Sie sehen, alle Tests sind im grünen Bereich. Oh, sehr schön. Hier sehen Sie Ihre Prozentringe. Wenn es hier 52 steht, bedeutet das, dass 52% bei diesem Test schlechter abgeschnitten haben als Sie und entsprechend 48% besser. Und da würde ich sagen, erst hier 24 Stunden nach der letzten Einnahme, ja, sind Sie im Straßenverkehr voll einsetzbar. Würde ich sagen, dann gehen wir doch gerade mal zum nächsten Teil, zum Medizinieren über. Genau. So, dann habe ich jetzt meinen medizinischen Verdampfer vorbereitet und werde nach ärztlicher Anweisung das jetzt auf ein paar Züge vaporisieren. Und dann schauen wir mal, wie der Test unter Einfluss dann läuft.
Jetzt geht es mir auch gleich viel besser. So, Ihnen geht es soweit gut? Ja, also außer dass ich jetzt so ein leichtes High-Gefühl habe, hat sich jetzt nicht wirklich viel verändert. Sehr schön. Also dann würde ich jetzt sagen, dann starten wir doch direkt mit Test 2 und schauen uns das Ganze an, wie das unter Einfluss mit Cannabis läuft. Ja, wir sehen jetzt hier tatsächlich eine minimale Verschlechterung gegenüber vorhin beim Reaktionsvermögen. Bei der Überblicksgewinnung sind wir eigentlich auf einem fast gleichen Level. Also so würde ich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, auch wenn das Ergebnis das sagt, nicht am Straßenverkehr teilnehmen. Daher würde ich gerne jetzt auch abwarten wollen, wie es nach 3 Stunden oder nach 4 Stunden ist, wie es der Arzt dann auch vorgibt am Ende. Ja, wir lassen jetzt ein bisschen Zeit vergehen und sehen uns gleich in 3 Stunden wieder. Mehr als 48 Millionen Personenkraftwagen verkehren täglich auf deutschen Autobahnen. Mehr als 40% aller Deutschen ab 14 nutzen dazu ein Auto als Fahrer oder Mitfahrer. Für sie ergeben sich viele Probleme im Straßenverkehr. Handys am Steuer, lautloses Fahren durch E-Autos und E-Scooter, aber vor allem Rauschmittel, wie Alkohol und Drogen. Hier setzt unser Engagement ein. Wir klären auf über diese Gefahren. Wir, der BADS, der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. So, und jetzt sind wir 3 Stunden später wieder hier. Jetzt lassen wir uns noch mal vorher Blut abnehmen und dann schauen wir uns gleich noch mal im Testverfahren an, wie ich dann jetzt abschneide. So, ganz kurzes Feedback auch zu meiner aktuellen Gefühlssituation. Ich würde sagen, mittlerweile ist das schon wieder am Ausschleichen und das schauen wir uns jetzt hier in diesem Testverfahren noch mal genauer an. Das Niveau war ja insgesamt durchgehend gut. Die Abfälle, die wir jetzt in dem zweiten Test wahrnehmen konnten unter Einfluss des Präparats, sind hier wieder rückläufig. Also auch dieser Test ist wieder grün. Wir sind durchgehend grün. Ja, vielen Dank an der Stelle nochmal, dass wir diesen Test bei Ihnen hier absolvieren durften. Wir werden allerdings jetzt aufbrechen und zwar werden wir uns mit einer Fahrschule treffen. Ich werde mit einem Fahrlehrer gemeinsam das Ganze nämlich im öffentlichen Straßenverkehr nochmal unter Beweis stellen, wie ich in diesen 3 Stunden jetzt fahrtauglich bin oder nicht. Schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Ab zur Fahrschule. Ja, servus, Giovanni, grüß dich. Grüß dich, Attila. Stell dich mal kurz vor, ich bin der Giovanni, seit 28 Jahren Fahrlehrer und wir schauen uns mal an, wie das heute aussieht mit unserem Attila, der unter ärztlicher Aufsicht Cannabis eingenommen hat, ob er überhaupt noch fahrtauglich ist oder nicht. So, dann gibst du mir ja bekannt, wo ich langfahren darf, ne? Es gibt ja kaum Auswertungen oder auch kaum praxisbezogene Tests. Deswegen ist es mal interessant, was jetzt da bei diesem Experiment rauskommt. Bisher habe ich immer das Gefühl gehabt, ich mache alles richtig. Ja, aber bis jetzt ist ja alles super. Fußgänger gesehen, Fahrradfahrer gesehen. Also bis jetzt top. Jeder rechts vor links eingesehen, wie es sich gehört. Wir sprechen ja hier nur von Fahrtauglichkeit. Ne? Wir wollen ja nicht hier irgendwie eine große Prüfungsaktion machen, sondern einfach gucken, ist die Person eigentlich fahrtauglich? Und da geht es halt um so Sachen Erkennung, Reflexe. Ja, und wie schlägt er sich so im Verkehr durch? Fahren dann die dritte raus, bitte. Dritte raus, jawohl. Wir dürfen keine Nachschulungskurse absolvieren, die was mit Drogen und Alkohol zu tun haben. Ah, okay. Das macht ganz speziell TÜV und Verkehrspsychologen. Also ein Fahrlehrer darf das gar nicht. Kannst du mal hier stehen bleiben? Ja. Dann hinter dem roten Fahrzeug mal fragen. Okay, legen wir mal los. Schulterblick nach hinten gucken. Gegenverkehr ist auch alles frei. Würde ich sagen, schere ich mal ein. So. Bildhaft. So. Sehr schön. So, wir sind wieder alle heile angekommen. Mir ist jetzt nichts weiteres aufgefallen. Liegt vielleicht auch daran, dass wir uns die ganze Zeit unterhalten haben, aber da bin ich jetzt mal auf deine professionelle Einschätzung gespannt, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Ja, ich bin auch sehr positiv überrascht, dass es eigentlich so gut geklappt hat. Von der Fahrtauglichkeit her hat man gesehen, dass du das Fahrzeug im Griff hast. Das hat man bei der Parksequenz gesehen, beim Abbiegen, bei diesem Ganzen, wo wir in der Stadt waren, um die ganzen Fußgänger, Fahrradfahrer da rumgewuselt sind, dass du da alles unter Kontrolle gehabt hast und ich bin selbst positiv überrascht. Gehen wir zum nächsten Schritt und zwar sprechen wir nämlich mit Toxikologen darüber, was die Blutwerte denn aussagen und wie sich vor allem mein THC im Blutspiegel verändert hat in den letzten paar Stunden. Und ja, danke dir, Giovanni, für deine Expertise. Dass ich dabei habe sein dürfen und wünsche weiterhin viel Erfolg, tolle Kampagne und ich unterstütze, wo ich kann.
Hallo Herr Dr. Steinmetz, Sie sind ja als Toxikologe genau der Fachmann, den man eigentlich befragen müsste, wenn es um THC-Grenzwerte geht. Ich habe Ihnen die Ergebnisse ja im Vorfeld schon durchgeschickt. Ich würde gerne von Ihnen wissen wollen, wie stehen diese Blutwerte im Kontext zu den Testergebnissen, die wir erzielt haben, und was sagen Sie Ihrer Meinung nach aus? Also man sieht halt, dass nach der Abstinenzphase ein relativ niedriger THC-Wert im Blut war, also weniger als 3 Nanogramm pro Milliliter. Beim akuten Konsum waren es ja im zweistelligen Bereich und nach so 4 Stunden war es ja dann wieder zumindest unter den 3,5 Nanogramm, was ja erstmal schon verkehrsrechtlich eigentlich relativ positiv ist. Also insgesamt würde ich sagen, entspricht alles grob der Norm. Es sah für mich halt auch aus nach einer typischen therapeutischen Konsumeinheit. Hätte man mehr THC konsumiert, wäre unter Umständen der zweite Test nochmal ein bisschen schlechter ausgefallen. Wo würden Sie sagen, wäre jetzt zum Beispiel bei einem regelmäßigen Konsument, der das täglich nimmt oder vielleicht auch nur zum Abend nimmt, dieser THC-Grenzwert unterschritten am Ende des Tages sogar? Es gibt halt Menschen, die konsumieren sehr viel und dadurch, dass sie dann also eine Toleranz ausbilden, konsumieren sie dann noch mal mehr. Die haben halt dann teilweise als Peak 3-stellige Nanogramm pro Milliliter Werte. Da braucht man halt teilweise sogar Tage, bis man unter 3,5 Nanogramm ist. Das heißt, man muss sich halt selber hinterfragen, bin ich jemand, der noch von 0,1 Gramm oder 0,2 Gramm eine Wirkung verspürt, oder mache ich jeden Abend irgendwie ein komplettes Gramm weg? Ja? Das macht halt an den Blutspiegeln einen sehr großen Unterschied. Die nicht täglich konsumieren, bei denen ist es normalerweise so, dass sie über Nacht eigentlich unterhalb von diesem Wert sind. Bei ihnen waren es ja wirklich nach 4 Stunden schon, dass sie unterhalb von 3,5 Nanogramm sind. Ist aber wirklich schwierig zu sagen, weil das von so vielen verschiedenen Faktoren abhängt. Ja, Herr Dr. Steinmetz, vielen Dank für Ihre Expertise und Ihre Einschätzungen, gerade im Bereich THC-Grenzwerte. Ich würde Ihnen gerne im Anschluss nach diesem Interview Professor Dr. Dahldrup vorstellen. In der Kief-Talk-Runde mit Sido hatte ich die besondere Gelegenheit, Professor Dr. Thomas Dahldrup kennenzulernen. Er ist einer der erfahrensten Toxikologen, dessen Expertise besonders in der Diskussion über die THC-Grenzwerte von unschätzbarem Wert ist. Ich hätte Sie gerne nach diesem Interview nochmal zu Hause kurz abgeholt. Haben Sie Interesse? Ja, sehr gerne. Super, dann bis gleich. Bis gleich. Gemeinsam mit Dr. Steinmetz und Professor Dr. Dahldrup haben wir eine aufschlussreiche Diskussion geführt, in der wir euch klare Einblicke in die Analyse und Bestimmung der neuen THC-Grenzwerte geben. Und zwar, wie bewerten Sie die aktuellen 3,5 Nanogramm Grenzwerte? Halten Sie die für gerechtfertigt? Jedenfalls ist es nicht begründet worden, warum man dann nicht sagt, ich fange bei 2 an oder ich nehme 5 Nanogramm. Das ist das eine. Bei den 3,5 Nanogramm darf man nicht vergessen, dass die Blutentnahme nicht unmittelbar mit der Fahrt erfolgt. Das heißt, da ist eine gewisse Willkür vorhanden. Also ein großes Risiko bei 3,5 Nanogramm im Serum sehe ich jetzt eigentlich nicht, weil so ein akuter Rausch ist eigentlich mit hohen zweistelligen oder dreistelligen Werten verbunden. Das aber ein Individuum, was halt Cannabis gar nicht gewöhnt ist und dann auch die eigene Müdigkeit nicht einschätzen kann, das kann dann natürlich vorkommen. Also man muss ja wissen, was man mit dem Grenzwert erreichen will, wen man da sanktionieren will oder wen nicht. Das wäre auch mein Wunsch gewesen, wenn die Bundesregierung das als Auftrag erteilt hätte, dass diejenigen, die Cannabiskonsum und Fahren nicht trennen können, dass die sanktioniert werden. Das, was die Gesellschaft toleriert und was sie nicht toleriert, das soll der Gesetzgeber festlegen und das hat er hier nicht gemacht. Zeitlicher Abstand zum letzten Konsum ist ein deutlich besserer Indikator. Oder wenn man es weiter mit Blutkonzentrationen machen möchte, dass man einfach von vornherein sagt, wir nutzen gestaffelte Werte. Ich kann jedenfalls keinen Grenzwert festlegen anhand irgendwelcher Unfallstatistiken aufgrund der besonderen Kinetik und des Verhaltens des Wirkstoffs. Es ist nicht möglich. Wenn man versucht, ein Maß für Beeinträchtigung oder für Unfälle, wenn man die versucht mit THC zu korrelieren, dann bekommt man zwar Zusammenhänge, aber die sind halt relativ schwach. Und deshalb wäre es halt wichtig, aus einem Grenzwert beispielsweise 2 zu machen oder nach anderen Biomarkern zu forschen. Macht es Ihrer Meinung nach Sinn, Grenzwerte für Konsumenten und Patienten zu machen, oder sollte man das tatsächlich doch eher unterscheiden? Bei der Ordnungswidrigkeit, da macht das auf jeden Fall Sinn, dass man sich gar nicht um diejenigen, die das aus medizinischen Gründen einnehmen müssen, kümmert. Es ist ja auch so, dass viele Patienten auch gebeten werden, direkt nach dem Konsum zum Beispiel 1 Stunde zu warten, weil es auch Beeinträchtigungen direkt nach inhalativem Konsum geben kann. Also wichtig ist halt, dass man nüchtern fährt, egal mit wie viel Nanogramm pro Milliliter im Blut. Ich würde wieder zurückgehen zu diesem klaren Verbot
nach Cannabiskonsum am Straßenverkehr teilzunehmen. Also mein konkreter Vorschlag wären halt akut jetzt, weil wir brauchen was für jetzt, 10 Nanogramm pro Milliliter. Einfach, weil das ein Wert ist, der eindeutiger mit einer signifikanten Beeinträchtigung assoziiert ist. Wenn auch unter 10 Nanogramm viele Leute noch sehr gut Auto fahren können, ist das auf jeden Fall ein Wert, mit dem mehr FreizeitkonsumentInnen arbeiten können. Ja, dann möchte ich mich recht herzlich für Ihre Einschätzungen bedanken an dieser Stelle. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass wir mit unseren Testverfahren gezeigt haben, dass der aktuell geltende THC-Grenzwert von 3,5 Nanogramm unter bestimmten Voraussetzungen und Zeitintervallen unterschritten werden kann. Obwohl diese Grenzwerte nicht für Patienten gelten, sollten sie ohne strafrechtliche Konsequenzen sicher am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Trotzdem gibt es Fälle wie den von Hüseyin, der sogar mit Handschellen abgeführt und zu hohen Geldstrafen verurteilt wurde, während Lukas, ebenfalls Cannabispatient, seinen Führerschein behalten darf. Diese Ungerechtigkeiten müssen aufhören. Wir brauchen klare Regeln, die Cannabispatienten schützen und gleichzeitig Sicherheit im Straßenverkehr gewährleisten. Wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt, teilt sie bitte in den Kommentaren. In unserer nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Diagnosen, die mit medizinischem Cannabis behandelt werden können. Also bleibt dran für mehr Informationen. Die Aufklärungskampagne hat jetzt erst angefangen. Euer Attila. An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei unseren Sponsoren und Partnern für ihre Unterstützung bedanken. Ihr Engagement macht unsere Arbeit möglich. Für alle, die uns künftig unterstützen möchten, abonnieren Sie unseren Kanal, besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.wir-klären-auf.de. Ihre Unterstützung hilft uns, weiter aufzuklären und wichtige Themen zu diskutieren.